Jonas, schön, dass du hier bist. Ja, freut mich mega hier zu sein. Ja, danke auf jeden Fall für deinen zweiten Besuch. Du bist das zweite Mal hier oder das dritte Mal? Nee, inzwischen ist es das zweite Mal. Beim letzten Mal haben wir die ersten beiden Episoden abgedreht und ja, jetzt fast 6 Wochen später, oder? Wie viel Zeit ist vergangen? 6, 7 Wochen. Bin ich heute erneut hier Ja. und bin schon sehr gespannt darüber, was wir hier und jetzt gleich besprechen werden. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was du hier angezogen hast heute. Was ist denn das genau? Ja, das ist mal wieder mein wunderschöner weißer Poncho aus Peru. Okay. Weil ich war vor knapp 6 oder inzwischen sind es sogar fast 7 Monate her selbst auf einem Retreat als Teilnehmer in Peru und da waren wir an einem Tag in Cusco. Ja, das ist so eine Stadt relativ weit oben in den Bergen, wo genau solche Ponchos handgewebt verkauft werden und waren da eben speziell bei so einem, auf so einem, wie kann man das denn beschreiben? Bauernhof, sowas in der Art, ja, die Lamas und wie heißen sie noch? Die, die weißen Lama-artigen Tiere, aus denen die Ponchos gewebt werden, Fällt, tatsächlich wirklich da im Gras geweidet haben. okay. Ne? Und die uns dann wirklich ganz genau gezeigt haben, wie die diese Ponchos weben und wie die genau gefärbt werden, mit bestimmten Gewürzen teilweise und vielen anderen Sachen. Und ich fand das super interessant und super spannend und ich meine, wenn man schon mal vor Ort ist, dann warum soll man da nicht zuschlagen? Und ich habe dann gleich 2 Stück geholt. Okay. Was kostet das, wenn ich fragen darf? So. Ich glaube, so einer liegt bei rund 80 bis 100, $120. Kommt immer drauf an, wie Okay. groß und ja, wie genau hergestellt. Und also es geht auch günstiger. Ich glaube, ich habe einen bekommen für knapp 50, $60 in Lima, in der Hauptstadt von Peru. Ja, also die liegen so Pi mal Daumen bei 50 bis $100 pro Stück. Okay. Schaut auf jeden Fall sehr entspannt aus und das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher. Ja, also das auf jeden Fall. Und ich traue mich auch damit hier in Deutschland rumzulaufen, ja, und die Blicke in den Städten Ja, ja, ja. auszuhalten. Und viele Leute verstehen das dann oft nicht und sagen mir dann im Winter, oh, ist es nicht zu kalt? Und im Sommer, hey, oh, ist es nicht ein bisschen zu warm? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Peru ist halt zum Beispiel einfach ein Land, ja, das sehr vielfältig ist, was Wetterlagen angeht. Und da kann man an einem Tag in der Wüste sein und an einem anderen Tag in den hohen Bergen, ganz oben in den Spitzen, wo es extrem kalt ist. Ja, und so ein Poncho, der schützt halt einfach wirklich vor allen Wetterlagen. Ja, also sowohl vor Hitze und zu viel Sonneneinstrahlung, als auch eben, wenn es kalt ist, hält er drin extrem warm. Und ja, die Natives in Peru glauben halt auch dran, dass die Muster, die hier eingewebt sind, oder dass sie irgendwelche Rituale vorher damit machen und der eben auch Schutz vor bösen Geistern Okay. oder Dämonen oder was auch immer ebenfalls bietet. Und Ja, kommen wir schon zum nächsten Thema bezüglich Religion. Bist du religiös? schwieriges Thema. Ich bin nämlich ehrlich gesagt nicht getauft, ne, oder nicht klassisch getauft. Ich bin allerdings sehr christlich erzogen worden, ja, und ich glaube an Jesus Christus und an Almighty God, ne, und speziell in den letzten 4, 5 Jahren eigentlich so seitdem die große zähe Krise aktiv wurde, habe ich mich sehr intensiv damit angefangen, mit ja, die Bibel nochmal zu lesen oder auch verschiedene Versionen der Bibel zu lesen, mich mit heiligen Schriften zu befassen, mich mit Glauben auseinanderzusetzen. Ich würde allerdings nicht sagen, dass ich jetzt erzkatholisch oder extrem konservativ bin. Ne? Ähm, aber mich fasziniert das Thema zu 100%. Und ähm, sagen wir mal so, ich habe schon so im Laufe meines Lebens extrem interessante spirituelle Erfahrungen immer wieder gemacht, vor allen Dingen mit Hypnose oder ja, mit der Arbeit, die ich auch mache, oder wenn ich selbst zu Heilern oder zu Gurus oder zu Hypnotiseuren oder ähnlichen Coaches gegangen bin. Ähm, und ich meine, wir können hier offen Ja, sprechen. ja, auf alle Ne? Fälle. Ich denke mir, ich stelle mir die Frage, du bist ja doch sehr spirituell auch unterwegs. Mhm.
Und da ist irgendwo auch ein Kontakt zu der Religion auch da. Ich kenne jemanden, der absolut nicht an die Bücher glaubt, aber er glaubt, dass es eine höhere Macht gibt oder wie auch immer, wie er das formuliert hat. Also die einen so, die anderen so. Also manche fühlen sich sehr connected zu den heiligen Büchern, so wie du, und andere überhaupt gar nicht. Ja. Gibt es irgendwo sowas wie einen, ich sag mal sowas wie einen, du weißt, was ich sagen möchte, manche so, aber es gibt jetzt nicht eine Richtlinie, wenn man jetzt das machen möchte, was du machst, dass man sagt, okay, man muss jetzt hier diese Religion haben oder man muss daran glauben, weil es ist doch sehr spirituell. Ich meine, was du jetzt hier mitgenommen hast, das schaut aus, wie als ob du das einen kleinen Indianer abgekauft hättest. Wenn du mal kurz das zeigen möchtest, das schaut doch sehr, sehr spirituell auch aus. Genau, was haben wir hier? Einmal meine Lieblingsversion der Bibel aus Genf, die Version von 1599. Ja. Und dann haben wir hier so ein bisschen schamanische Rasseln. Ja. Und, was haben wir hier noch? Das ist echter schamanischer Tabak. Ja, und zwar ist das hier, das nennt sich Teripe. Ja, und das ist hier eine Kuripe. Und das ist Nukini Jaguar Tabak aus Peru und Brasilien, der vor allen Dingen besteht aus Mapacho-Tabak, ja, der von bestimmten Tribes und Ureinwohnern vor Ort in Peru und Brasilien ebenfalls per Hand hergestellt wird. Und was macht man damit? Raucht man das? Oder? Das ist vor allen Dingen Schnupftabak. Das heißt, das hier ist ein Self-Applicator oder Selbstanwender. Ja. Da macht man dann hier in das längere Teil so ein bisschen Tabak rein und macht sich den Tabak auf die Hand, macht dann hier da so ein bisschen rein, macht dann ein bestimmtes Ritual, wendet eine bestimmte Atemtechnik an, also atmet einmal tief ein und pustet sich dann selbst den Tabak erst in das eine Nasenloch und dann ins andere. Ja. Und auf Retreats vor Ort in Peru oder Brasilien oder auch in Kolumbien und Panama und Mexiko, wo ich gewesen bin, sind dann vor Ort eben Medicine Men and Women oder Schamanen anwesend, die dann nicht das hier verwenden, sondern diese etwas längere Form, ja, die nennt sich Teripe. Und da macht der Schamane dann hier vorne den Tabak rein, sodass der hier unten sitzt. Der macht dann auch so ein bisschen Rituale und man muss dann einmal tief einatmen und den Atem anhalten. Und dann pustet der Schamane so den Tabak erstens ein und dann ins andere Nasenloch. Ja, und es gibt auch welche, die haben gleich zwei. Ist das berauschend oder? Nasenlöcher? Ja, das ist vor allen Dingen drin einfach ganz normaler Tabak. Ja, also der Wirkstoff ist hauptsächlich Nikotin und dann gibt es halt verschiedene Mischungen, wo dann teilweise einige andere Gewürze reingemischt sind, ja, oder einige andere Heilpflanzen aus dem Amazonas. Das ist eine sehr lange Tradition vor Ort in Südamerika. Ich meine, Südamerika ist von den Spaniern erobert worden vor knapp 500, 600 Jahren. Ja. Die ursprünglichen Ureinwohner Südamerikas, also die Inkas vor allen Dingen, aber auch die Mayas, haben das verwendet, um sich kurz und sehr schnell mit dem Göttlichen zu verbinden und zum Beispiel speziell Könige oder Häuptlinge von entweder kleinen Dörfern oder auch vom ganzen Land haben das rituell verwendet, wenn es darum ging, kurz davor zu sein, bestimmte wichtige Entscheidungen zu treffen. Okay. Ja, und Nikotin, ich weiß, ist extrem verschrien und die politische Bewegung der letzten 20, 30 Jahre ging eher in die Richtung, das Rauchen komplett zu verbieten. Ja, und ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum. Ja, weil eigentlich Nikotin an sich als Wirkstoff, wenn er in Maßen angewendet wird und man weiß, was man tut, kann extrem dabei helfen, vor allen Dingen Rapé zu verwenden, was ich fast 2 oder 3 Mal am Tag mache. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Gedankennebel hat, ja, oder sich irgendwie total überladen fühlt von Stress und von
von ganz, ganz vielen Sachen, die gerade los sind und man sich einfach Klarheit wünscht. Oder auf Zeremonien vor Ort in Südamerika, wo bestimmte Urwaldgetränke getrunken werden oder auch der Saft von bestimmten Kakteen. Und man sich dann in einer Situation befindet oder in einem State befindet, wo man ganz krasse, schlechte, negative Visionen hat oder Albträume durchläuft oder ganz, ganz heftige Themen hochkommen. Hört sich ja ziemlich spooky an. Was halt alles so passieren kann. Oder man sich einfach extrem festgefahren und auf Englisch würde ich sagen stuck fühlt. Ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis und alles und durchlebe irgendwie die krasseste Hölle und es kommen ganz krasse Themen und Emotionen hoch und es ist alles ganz schrecklich und die Welt stürzt zusammen und ich fühle mich gefangen von irgendwelchen dunklen Mächten oder so. Ja, kann man einmal dem Schaman Bescheid geben und sagen, hey, ich brauche mal gerade irgendwie eine Nase Rapé. Und dann kommt der und macht den Rapé rein, pustet das einmal so durch. Und das sorgt dann meistens erstmal dafür, dass man sich übergeben muss. Okay. Ja, weil Nikotin hat auch eine sehr abführende Wirkung. Aber es klärt halt einfach wirklich ganz, ganz heftig und ganz, ganz krass negative Energien, die in dem Moment gerade präsent sind. Wow. Ja. Hört sich irgendwie so an, als ob ich persönlich... Und wirkt sogar antibakteriell und antiviral. Also es pustet halt einmal so das komplette Nasennebenhöhlensystem durch. Ja. Und natürlich der Tabak und das Nikotin. Und ich habe das einmal auf einer der Zeremonien auch wirklich gesehen, wie schnell das im Körper in die Lunge und von da aus dann ins Herz geht. Ja. Und das fühlt sich halt einfach so ein bisschen an oder ist im Körper so ein bisschen so, als ob man halt wirklich einmal wirklich krass durchgepustet wird. Okay. Ja. Es ist wie eine Art energetisches Restart fast. Ja, wie eine Art energetisches Clearing. Ja, oder Cleansing. Ja. Ja. Und als du das gemacht hast in dem Moment, wie war das für dich gefühlstechnisch? Also warst du irgendwie so quasi, boah, kenne ich gar nicht, passiert mir zum ersten Mal, dass ich überhaupt diese Gedanken habe, oder vielleicht siehst du auch Dinge, die du vielleicht sonst nicht gesehen hast. Ich weiß es nicht, ja. Ich bin mal ganz neugierig. Ich frage einfach mal ganz, ganz, ganz doof, ja. Also kannst du uns da mitnehmen? Wie hat sich das angefühlt für dich? Du meinst das Rapé im Speziellen? Ja. Also bei meiner ersten Zeremonie, an der ich teilgenommen habe, das war vor ungefähr circa 3 Jahren, 2022 in Panama. Und da hatten wir einen peruanischen Schamanen vor Ort. Und da war der Ablauf von dem Retreat so, dass bevor wir dieses spezielle Dschungelgetränk getrunken haben, dass wir in den Stunden davor mit der Gruppe auch so ein bisschen außerhalb halt im Rasen, erstmal wirklich so literweise Lemongrass Tea getrunken haben. Okay. Und zwar so viel, bis der Magen so voll davon war, dass man gar nicht anders konnte, als halt wirklich alles rauszulassen. Ja. Im Sinne von Pinkeln oder im Sinne von... Ja, aus dem Grund, damit, wenn man dann eben dieses spezielle amazonische Getränk trinkt, es halt gerade in den ersten Stunden nicht ganz so schlimm ist. Sorry, meinst du jetzt übergeben oder? Also erst übergeben. Ja, also man füllt den Magen, oder wir haben in dem Fall unsere Mägen halt oder Magen-Darm mit, unser Verdauungstrakt mit so viel erst mit Lemongrass Tea, also Zitronengras, Tee gefüllt, bis es halt so voll ist, dass es einfach gar nicht mehr anders geht. Ja, und dann zusätzlich dazu, oder wenn man dann Schwierigkeiten hatte, irgendwie sich zu übergeben, weil das war halt das Ziel davon, kam dann der peruanische Schamane und seine hohen Priesterin und haben einem dann so den Tabak in die Nase gepustet. Ja, und das hilft dann auf jeden Fall. Ja, weil wenn man das vorher noch nie gemacht hat und vielleicht auch gar kein Raucher ist oder so, und ich bin auch kein Raucher, aber ich bin ein sehr großer Freund von wirklich traditionellem Rapé und Tabak, ja, dann ist dir mal schlecht und dann musst du dich mal übergeben. Das ist erstmal ein ganz krasser Schock fürs Nervensystem oder für den Körper. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man das mit der Atmung nicht richtig drauf hat, dann bleibt das plötzlich irgendwie im Hals stecken oder in der Nase und
dann versucht der Körper halt alles irgendwie, um das wieder rauszubekommen. Und der effektivste Weg ist eben über den Magen. Ne? Und wie fühlt sich das an? Also in dem Moment, was geht durch deinen Kopf vor? Also löst du da Blockaden auf oder kommen Ängste hoch oder was passiert da in dem Moment mit dir? Es ist sehr unterschiedlich. Ne? Bei mir geht es ziemlich schnell. Ne? Vor allen Dingen, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwo eine stressige Situation oder es kommen irgendwie Ängste hoch und ich merke, okay, ich brauche gerade mal eine Naserapé, ne? ähm, dann habe ich da für mich ein sehr spezielles Ritual entwickelt, was auf eine sehr bestimmte Art und Weise abläuft und funktioniert und an das ich mich sehr inzwischen gewöhnt habe. Ne? Ähm, und das läuft eigentlich sehr schnell, oder was heißt schnell? Also es dauert so 10 bis 15 Minuten. Ne? Aber bei mir ist das so einmal und das ist durch, quasi. Ne? Wenn man es noch nie gemacht hat, ja, oder speziell eben auf echten Zeremonien, auf echten heiligen Zeremonien da in Kolumbien oder in Panama oder Peru, ja, es ist erstmal ein bisschen befremdlich. Ja, und klar, es kommen erstmal vielleicht Themen hoch, von denen man sich dann aber wirklich eben entledigen möchte. Und danach, also nach so 5 bis 10 Minuten, fühlt man sich halt wirklich erleichtert, befreit, hat einen viel klareren Fokus, ja, und kann sich dann viel besser wieder entspannen und nochmal hinlegen oder meditieren oder sinnieren oder in die Natur gehen, in den Sternenhimmel reinschauen, Okay. in sich reinfühlen und Ich stelle mir das so vor, als ob man sich irgendwie befreien würde von ja, etwas. Ja, ja, es ist eine Befreiung. Ja. okay. Okay. Spannend. Du bist ja ein Profi, wenn es um Retreat geht. Du warst ja selber auf einige schon unterwegs. Ich habe persönlich den Hype mitbekommen über Social Media vor knapp 2 Jahren. Irgendwie war gefühlt fast das in allen Munden. Auf den unterschiedlichsten Plätzen der Welt, in Spanien, auf Bali, in Zypern. Was hat dich so daran begeistert, dass du gesagt hast, okay, ich möchte da auch ein bisschen mehr machen? Ich war schon sehr oft auf den unterschiedlichsten Plätzen der Welt. Jetzt möchte ich das Ganze mal selber in die Hand nehmen. Ja. Was hat dich dazu bewegt, dass du es machst? Naja, also ich bin die letzten 11 Jahre selbst durch die Welt gereist, ja, und war vor allen Dingen in Ländern wie Australien, Thailand, Bali, Malaysia, Kuala Lumpur, Dubai. Schon seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Also ich habe Deutschland Ende 2013 verlassen, ne, und bin dann so ganz klassisch als Backpacker los und habe dann, ja, seither eigentlich fast die ganze Welt bereist. Ähm, Gut, wenn man es wirklich nach allen 172 oder 192, wie viele Länder gibt es inzwischen, Oh, ich weiß es gar nicht. zählt, Das ist sehr peinlich. habe ich vielleicht auch nur 20 oder 30 durch, aber ich war Ja. auf jedem Kontinent bisher, Ja. bis auf in Afrika. Ja, also das wird für mich jetzt auch eine Premiere sein, nach Ägypten zu gehen. Und ja, also ich habe halt einfach festgestellt, mir macht es halt so viel Spaß, selbst auf Retreats zu sein, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, wenn ich in Zukunft reise oder weiter durch die Welt reise, dann halt mit ein bisschen mehr Sinn und besseren oder klaren Intentionen. Und ich habe einfach Spaß daran entwickelt, anderen Menschen mehr von der Welt zu zeigen. Cool. Und ich meine, ich bin seit mehr als 11 oder 12 Jahren jetzt hier in Deutschland ausgebildeter Hypnotiseur, ja, und Coach. Und ich habe in den vergangenen Jahren mehr als 3.000, 4.000, 5.000 Leuten in ihren persönlichen, komplizierten Beziehungsdynamiken einmal geholfen, diese zu meistern. Und ein Teil von der Arbeit, die ich sowieso den ganzen Tag mache, hat damit zu tun, Blockaden zu lösen. Ne? Oder wenn jemand in einer Beziehung irgendwie festgefahren ist oder nicht weiterkommt oder irgendwie das Gefühl hat, dass irgendein Ex-Partner immer noch extrem präsent ist, obwohl man sich eigentlich längst auf eine neue Beziehung eingelassen hat oder einlassen möchte. Also wenn es einfach darum geht, loszulassen, ja, oder wahre, echte emotionale Freiheit zu erreichen. Ne? Das ist eigentlich mit ein großer Teil von meiner Mission, ja, Leuten, mehr Menschen zu helfen, aus ihrer emotionalen Co-Abhängigkeit rauszukommen. Ja, weil verliebt sein ist schön.
Aber wenn man es übertreibt, dann hat es meistens eher, oder hat es nicht meistens, aber oft, ich würde schon sagen meistens, eher gegenteilige Effekte. Ja, und zu lernen, sich da besser unter Kontrolle zu halten. Und ja, auf der anderen Seite, also sowohl RAP als auch verschiedene andere Sachen, mit denen ich arbeite, haben vor allen Dingen den Sinn und Zweck, raus aus dem Kopf zu kommen, ja, und das zu schaffen, was den meisten aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung fehlt, nämlich wieder eine echte Verbindung zu ihrem Herzen und vor allen Dingen zu ihrer Intuition zu finden, ja, oder ihr drittes Auge zu öffnen oder ihr heiliges Herz, ja, ihr heiliges, höheres Herz zu aktivieren. Ne? Hört Ähm, sich sehr spannend an. Ich glaube, dass die meisten Menschen heutzutage so sehr mit allem Möglichen beschäftigt sind und am wenigsten Zeit eigentlich für sich selbst finden. Ich habe mal mich selber auf die Suche gemacht, wer bin ich eigentlich? So, weil die Frage stellt man sich eigentlich so, du kommst doch nicht auf die Idee, dir gibt doch niemand so quasi den Schubser, hey, wer bist du eigentlich? So, ja, ich bin der Omid, so, ja, und wer ist der Omid? Ja, dann erzählt man mal über sein Alter, was ja. man beruflich macht, aber quasi, wer bin ich wirklich? So, also auf die Tiefe. Ich glaube, da hilft ein Retreat auch sehr, dass man sich selber auch irgendwo ein bisschen wiederfindet und mal ein bisschen zu sich selbst kehrt. Hast du das selber auch die Erfahrung gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass ich vielleicht diese und jene Fähigkeiten habe oder dass ich vielleicht hier mich wohler fühle, ob es jetzt die Arbeit ist oder ob es jetzt die Lebensumstände sind oder das Land, wo du lebst. Das findet man ja erst heraus, wenn man sich selber mal mit sich selbst beschäftigt, weil sonst entscheidet das ja meist Genau, jemand anderer für dich. richtig. Ja, absolut. Also, ich meine, klar, wenn wir unseren Alltag durchleben, werden wir den ganzen Tag über vor allen Dingen von Social Media und Instagram und YouTube und TikTok Feeds abgelenkt bis zum geht nicht mehr. Und so dermaßen viele Leute verschwenden so dermaßen ihre Lebenszeit einfach nur irgendwie ihre ganzen Feeds da Das macht durchzuscrollen. doch extrem süchtig. Absolut. Ja, und generell unser Alltag scheint in der westlichen Welt überhaupt so aufgebaut zu sein, dass wir das System oder die Matrix ja, weitestgehend versucht, uns davon abzulenken und uns davon abzuhalten, in uns zu kehren und uns vielleicht auch mal rauszuziehen und vielleicht ein bisschen ein paar Dinge zu hinterfragen. Ja, wie zum Beispiel seine berufliche Situation zu hinterfragen, seine Beziehungssituation zu hinterfragen. Da habe ich auch letztens eine Statistik gelesen, das passt gut hinein, dass 80% der Leute, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt weltweit betroffen ist, das war jetzt speziell für ein Land, ähm, dass 80% der Personen eigentlich gar nicht glücklich sind in dem, was sie machen, ja. beruflich gesehen. Ja, ich habe neulich auch in der Bildzeitung gelesen, dass speziell in Deutschland, ich glaube, nur noch 70%, oder das nicht nur, sondern dass überhaupt, oder dass wirklich insgesamt 70% aller Deutschen nur noch Dienst nach Fortschrift, Alter, dass 70% aller Deutschen nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Naja, und was heißt das? Das heißt, das Feuer fehlt, die Leidenschaft fehlt, man hat nur noch das Gefühl, ja, ich muss diese Arbeit machen, aber die Lust und die Willenskraft oder beziehungsweise nicht die Willenskraft, aber das Feuer und die Leidenschaft fehlt. Ja, und also ganz im Ernst, warum sollte man 30, 40, 50 Jahre in einem Job verbringen, auf den man keinen Bock hat, mit Kollegen oder Mitarbeitern, auf die man keinen Bock hat, und bei der man sich ja nicht wirklich irgendwie gut mitfühlt. Und bei ganz, ganz vielen Leuten führt genau das, dass sie eben ihre aktuelle Situation oder ihr aktuelles Leben eben nie hinterfragen, dazu, dass sie entweder halt ein extrem langweiliges Leben führen, ja, oder dass, wenn es halt wirklich zu schlimm wird, dass dann irgendwann Burnout kommt oder Depressionen oder extreme Unzufriedenheit. Und gerade genau sowas spiegelt sich natürlich auf Partnerschaft, auf Beziehungen, auf die Ehe, auf Kinder, auf die Familie etc. pp. Wieder und natürlich auch auf den Körper. Ja. Also ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen überhaupt mal daran gedacht haben,
sich mal eine Woche Auszeit. Also jeder fährt mal in den Urlaub, keine Frage, aber was ist eigentlich im Urlaub? So, man ist in einem 5-Sterne-Hotel oder wie auch immer und tut mal hier im Pool planschen, ist aber doch die ganze Zeit irgendwo auf einen Plan gerichtet. So, jetzt gibt's Frühstück, jetzt gibt's Mittagessen, jetzt gibt's Abendessen, dann schauen wir uns dies an, dann schauen wir uns hier. Für mich sieht Erholung ein bisschen anders aus. Also wenn ich mal in den Urlaub fliege, dann habe ich auch wirklich, wenn ich Lust habe auf Essen, dann esse ich was und nicht, weil es jetzt Frühstückszeit ist. Ja. So, was ich meine. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel heute mal keine Lust haben, irgendwo jetzt hier auf Rundfahrt oder Schifffahrt oder wie auch immer, dann gehe ich halt einfach nicht. Manche Leute sind da so verstrickt die nehmen die Arbeit mit in den Urlaub, dass sie eigentlich kaum bis nie wirklich mal sich erholen können und sich selber mal bisschen mit sich selber beschäftigen oder einfach mal pausieren und reflektieren, so quasi, was ist eigentlich passiert in diesem Jahr, was eigentlich nice oder was nicht nice, dies, das, jenes. Die kommen gar nicht dazu, weil die werden, glaube ich, was ich so bei meinen Freunden, Bekannten sehe, wenn wir auf Reisen gemeinsam sind, die sind alle irgendwo mit dem Kopf ganz woanders. Die sind zwar im Moment hier, aber die sind die ganze Zeit meistens am Handy oder am Telefonieren oder an Serien schauen. Natürlich, wenn wir gemeinsam was unternehmen, dann unternehmen wir was gemeinsam, keine Frage. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ja, und genau dieses Thema einfach wirklich mal abschalten zu können, ist aus meiner Sicht wirklich extrem wichtig. Vor allen Dingen, genau deswegen organisiere ich halt meine Retreats auch wirklich so, dass alles, was die Teilnehmer organisieren müssen, ist ihren Hin- und Rückflug. Ne? Und von dem Moment an, wenn sie gelandet sind und durch die Immigration durch sind, können sie eigentlich wirklich abschalten, werden von Fahrern von uns vor Ort abgeholt und alles andere, Verpflegung. Du kümmerst dich um alles. Wird alles von uns organisiert. Das heißt, ich muss nur meinen Flug buchen. Genau, Flug buchen, fertig. Ankommen, abschalten, geile Zeit genießen, viele neue Leute kennenlernen, viele interessante Sehenswürdigkeiten sehen. Ich meine, speziell jetzt zum Beispiel im Ende September in Ägypten gibt es halt einfach wirklich super interessante oder auch und vor allen Dingen aus spiritueller oder aus göttlicher Sicht super interessante mit Tempelanlagen, Pyramiden. Und ich habe dort in Peru, wo ich vor einem halben Jahr war, eine Ägypterin kennengelernt. Und die kennt halt genau diejenige Person in der ägyptischen Administration, die für die Vergabe von den Lizenzen zuständig ist, der darüber entscheidet, wer in bestimmten Pyramiden und Tempeln in wirklich so die Geheimkämmer rein darf. Ne? Und unter anderem das haben wir eben jetzt auch klar gemacht, dass wir da wirklich private Führungen bekommen, weil normale Touristen, zum Beispiel jetzt an den Pyramiden von Gizeh, die kommen halt gerade mal so in den Eingangsbereich. Ja, und das ägyptische Militär bewacht seine Pyramiden und Tempelanlagen teilweise wirklich echt, als ob es die krassesten Heiligtümer des Planeten wären. Und das sind sie vielleicht dann auch. Ja, und das ist nicht ganz so einfach, das zu organisieren und diese Lizenzen und Genehmigungen zu bekommen. Kostet Geld. Ja. Aber ja. Du hast es ermöglicht. Ich habe es ermöglicht. Nice. Ja. Nimm mich mal mit auf die Reise. Ich buche jetzt hier mein Ticket und ich sage, du weißt was, ich bin so begeistert von dem, was ich schon alles gehört habe. Du nimmst ja auch deine Expertise mit. Du machst es ja nicht zum allerersten Mal, so ein Retreat. Gefällt mir sehr gut. Ich vertraue mich dir an. So, ich nehme dich, du nimmst mich mit auf die Reise. Ich buche meinen Flieger. Wie geht's weiter? Kommst am Flughafen an, wirst dann von einem unserer Fahrer abgeholt. Ne? Kannst dann erstmal ein bisschen ankommen. Wir starten dann vor Ort in Kairo. Schauen uns in den ersten 1-2 Tagen oder machen erstmal so ein bisschen Gathering in der Gruppe oder versammeln uns in der Gruppe, lernen uns alle erstmal so ein bisschen kennen, schauen uns an, okay, was ist eigentlich deine Intention, überhaupt mit dabei zu sein, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, wir suchen nicht nach Leuten, die einfach nur Urlaub machen wollen. Wer das möchte, kann einfach eine Katalogreise buchen, sondern es geht um echte Transformation, um echte Veränderungen und deswegen sollte man sich schon ein paar Gedanken vorher machen darüber, was ist meine Intention, um welches Thema oder um welche Themen geht es mir. Und das kann zum Beispiel was sein im Bereich Beziehung, dass man einen Ex-Partner loslassen möchte oder dass es darum geht, Verletzungen emotionaler Art zu heilen,
wo man irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie seit mehreren Monaten und Jahren in toxischen Beziehungen immer wieder landet und da sich in negativen Mustern befindet, was sich vielleicht teilweise auch wie eine eigene Art oder wie eine Art eigene innere Hölle anfühlen kann. Ne? Und wenn es darum geht, da rauszukommen oder negative Muster zu durchbrechen, aber das kann auch im Business-Kontext bedeuten, dass wenn man auch da irgendwie das Gefühl hat, dass sich bestimmte Muster immer wieder wiederholen, zum Beispiel sei es jetzt auf der Arbeit oder dass man generell irgendwie so ein bestimmtes Grundgefühl hat, dass man irgendwie einfach extrem unzufrieden ist oder vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen depressiv fühlt und einem die Lebensfreude abhanden gekommen ist. Ja, und oder wenn man einfach das Gefühl hat, und nicht nur das Gefühl hat, sondern generell, wenn man einfach von allem, was gerade im Moment vor Ort los ist, so gestresst ist, dass man einfach merkt, hey, ich brauche einfach mal wirklich eine Woche, wo ich mich ausklinken kann, wo ich mit coolen Leuten, die auf einer ähnlichen Frequenz unterwegs sind und auf einem ähnlichen Vibe sind wie ich, neue Leute kennenzulernen, wirklich tausende Kilometer einfach mal von all dem ganzen Stress und all dem ganzen Drama von zu Hause entfernt zu sein, einfach mal wirklich komplett abschalten zu können und sich einfach für was Neues zu öffnen, sei es für neue Kulturen, sei es für neue Ansätze, sei es für neue Denkansätze, sei es für generell Inspirationen, ja, und vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, ja, oder man auch das Gefühl hat, dass sich das eigene Herz ein bisschen verschlossen hat. Naja, und man zum Beispiel, weil man immer noch irgendwie an irgendeinem Ex-Partner hängt oder Ex-Partnerin und da irgendwie das Gefühl hat, nicht wirklich loskommen zu können. Ja, und ich kenne halt ganz, ganz viele Leute, Ja. oder auch Kunden von mir, die kamen halt deswegen zu mir, weil sie so dermaßen vernarrt in diese eine Person sind oder gewesen waren, ne, dass es ihnen nahezu unmöglich war, obwohl sie aktiv oder ganz, ganz krass und ganz heftig versucht haben, irgendwie wen Neues kennenzulernen, es nicht wirklich geschafft haben, sich auf jemanden Neues einzulassen und sich dann immer wieder unterbewusst selbst sabotiert haben. Die Blockade war einfach so stark. Genau, ja, weil sie entweder aus der vergangenen Beziehung immer noch zu stark verletzt waren, ja, und dann aus Vermeidungsstrategien, um bloß nicht irgendwie wieder verletzt zu werden, sich deswegen selbst sabotieren weil sie halt glauben und überzeugt davon sind, dass sie immer noch an ihrem Ex hängen, mit dem sie vor 3 oder 4, 5 Jahren zusammen waren. Und glauben, dass, ja, das ging ja mit dem oder mit der so tief und kein anderer oder keine andere kann irgendwie was Gleiches in mir erzeugen, wie diese eine Person. Ja. Also nochmal zu der Frage. Du hast eigentlich die Frage schon ganz beantwortet, aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich buche im Moment Flieger, du kümmerst dich Um alles. Um alles. Du kommst am Flughafen Ich lerne an. Gleichgesinnte kennen. Genau, du kommst am Wie viele Flughafen. sind es? 8 Personen, 10 Personen, 12 Personen? Wie viele sind so im Schnitt dabei? In Ägypten sind es 11 bzw. 12 Personen plus unser Team. Ja, also maximal 14, 15 Leute. Das hat vor allen Dingen den Grund, weil wir eine Nilfahrt machen werden. Also wir fangen erstmal an in Kairo, die ersten 1, 2 Tage und fliegen dann von dort aus nach Luxor und Aswan, näher in den Süden. Schauen uns dann auch da verschiedene Tempelanlagen an und fahren dann dort, oder wir haben dann dort eine Dahabeya gemietet. Das ist so ein altes, sehr traditionelles ägyptisches Nilschiff, das halt begrenzt auf eine bestimmte Anzahl von Schlafplätzen ist. Ja, also Da übernachtet man noch drauf. genau, und dann fahren wir mit diesem Schiff den Nil quasi aufwärts, machen dann an verschiedenen Orten und Tempelanlagen Halt und sind aber im Prinzip den ganzen Tag über auf diesem Schiff. Ja, da gibt es oben ein Deck, das überdacht ist, und machen dann da eine Mischung aus Kundalini-Aktivierung. Die Diantra Stelle ist mit dabei, die ist darauf spezialisiert. Ja, die macht so Was macht sie da? Entschuldigung. Kundalini-Aktivierungsprozess heißt das. Hol mich bitte ab. CAP. Ja. Das ist eine bestimmte Art von Energieübertragung oder von Energy Healing, ja, oder von dem Lösen von emotionalen Blockaden, ja, was ich bisher beobachtet habe, und ich bin da auch nicht so tief im Thema drin, ne? Ich sehe nur, was die Diantra macht und was die Ergebnisse sind oder wie Leute sich halt verändert haben, nachdem sie mit der Diantra gearbeitet haben. Und ich finde das wirklich krass oder hochspannend und sehr interessant. Und ich muss mit dazu sagen, dass ich kenne einige Leute, einige eher etwas konservative oder eigentlich vielleicht sogar weltoffene Leute aus dem Yoga-Bereich,
die so ein bisschen Problem mit diesem ganzen Cup-Kundalini-Aktivierungszeug haben. Aber ich persönlich finde, dass gerade weil und wenn Teilnehmer dabei teilweise wirklich ganz krasse emotionale oder auch körperliche Abreaktionen haben, ist das immer ein gutes Zeichen. Man muss halt wissen, was man da tut. Und man muss in der Lage dazu sein, in der Gruppe mit den Raum halten zu können, oder wie es auf Englisch so schön heißt, den Space halten zu können, ja, und eine Gruppe auch führen zu können. Aber das können wir haben Erfahrung drin, wir wissen, was wir da machen, die Diandra weiß, was sie da macht, ich weiß, was ich da mache. Und wir verbinden einfach so ein bisschen, ja, einfach abschalten, dass man einfach meditieren kann, auch ohne geführte Meditation oder auch ohne, dass ich da irgendwelche Trance-Geschichten erzähle. Oder hier mit deinen Hintergrund. Genau, ja. Sondern machen einfach schöne Musik an, ja, und dann kann man sich einfach hinlegen und sich in seine eigene Welt begeben. Aber machen hier und da auch gezielt Workshops zu verschiedenen Themen, je nachdem, was sich die Teilnehmer halt auch oder was sich die Gruppe auch wünscht. Ja. Bei einem Retreat sind wir immer in der Lage dazu, auf den einzelnen Teilnehmer auch einzugehen, wenn da bestimmte Wünsche da sind, auch über Themen zu sprechen, die vielleicht gar nichts mit dem zu tun haben, für was ich jetzt zum Beispiel eigentlich bekannt bin, wie jetzt zum Beispiel das Thema Ex zurück oder Beziehung retten, sondern wenn man über Business sprechen möchte oder wenn man ganz andere Themen hat oder auch in anderen Bereichen einfach nicht vorankommt, da einfach die Möglichkeit hat, Dinge anzusprechen oder einfach zu sagen, hey, können wir auch in der Gruppe mal irgendwie über das und das sprechen und ich bräuchte mir vielleicht irgendwie eine Meinung von ein paar anderen Leuten dazu. Und was ich halt extrem liebe, sind Hot Seats. Ja. Sind was? Hot Seats. Ja, der heiße Stuhl bedeutet so viel wie, Hot Seats? Wir haben einen Stuhl, oder einen Sitzplatz und da kommt dann eine Person drauf und hat dann 3 Minuten Zeit, um wirklich so kurz und prägnant wie es geht, seine oder ihre aktuelle Situation zu beschreiben. Ja. Was für viele auch erstmal eine hohe Kunst ist, weil ich kenne ganz, ganz viele Leute, die es wirklich lieben, erstmal ihre ganze Lebensgeschichte auszukotzen. Ja. Ich glaube, das liegt auch daran, weil die meisten Menschen auch gar nicht mehr in der Lage sind, noch gut zuzuhören. Kann das sein? Genau. Ja. Und ich meine, klar, es ist auch schön und wichtig, seine Lebensgeschichte zu erzählen und das ist auch mit immer ein Teil von jedem Retreat oder von jedem Event. Aber wirklich sich mal ganz gezielt hinzusetzen für eine Viertelstunde und davon 3 Minuten Zeit zu haben, seine Geschichte kurz zu erzählen und dann durch die ganze Gruppe durchgehen und gar nicht zu sagen, hey, weißt du, ich als Jonas bin der Guru und weiß alles, ja, oder ich bin Gott und keiner sonst und ich sitze auf dem hohen Thron und sitze im Elfenbeinturm und bin der Einzige, der hier Ahnung hat, sondern stattdessen zu sagen, hey, jeder in der Gruppe hat Lebenserfahrung gemacht und kann und jeder in der Gruppe bekommt dann eben so nochmal 60 bis 90 bis 180 Sekunden Zeit, um ebenfalls so prägnant wie es geht, seine besten Tipps und seine besten, also basierend auf seiner eigenen Lebenserfahrung, seine besten Inspirationen und Tipps mit auf den Weg zu geben. Spannend. Ja. Und das ist super inspirierend und bringt jeden Teilnehmer meistens auf nochmal ganz, ganz neue Denkansätze, ja, befreit von sämtlichen Limitationen im Denken. Also was manchmal einen Ratschlag so auslöst, wenn es von der richtigen Person kommt, ist gewaltig. Ja, und das ist unbezahlbar. Ja. Ja. Weil man bekommt sehr oft Ratschläge, aber die wenigsten nehmen wir wirklich auch an. Mhm. Aber wenn genau derselbe Satz von einer anderen Person gesagt wird, kommt es manchmal ganz anders an. Ja. Das ist sehr spannend. Ja, das ist super spannend. Also, weißt du, ich habe in den letzten Jahren mehrfach immer wieder Trainer und Coaches in meinem Team gehabt. Und ich war immer wieder fasziniert davon zu sehen, dass wenn man zum Beispiel eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer hat, der extrem festgefahren ist in einem bestimmten Denken und irgendjemand aus dem Team, Coach A, sagt der Person zum 10. oder zum 15. oder zum 16. Mal, hey, mach das doch endlich mal anders oder wann verstehst du das und das endlich? Und es tut sich aber nichts. Und dann kommt Coach B mit dazu und sagt der Person exakt das Gleiche und plötzlich ist derjenige Teilnehmer in der Lage, das anzunehmen oder die Teilnehmerin.
Und sagt, jetzt verstehe ich es, jetzt macht es Sinn. Ja. Ganz, ganz oft hat das mit Rapport zu tun oder damit was, ich meine, als Teilnehmer projiziert man ja auch immer was auf seinen Coach oder auf den Trainer oder auf den Retreat-Host. Ja, genauso wie man Sachen auf seine Eltern projiziert oder auf seinen Partner, seine Partnerin. Ja, Übertragungen sind was aus meiner Sicht ganz Normales. Ich glaube, für die Mainstream-Leute, die gerade zuschauen, vielleicht nicht. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, zu lernen und zu erkennen, dass das, was du gerade im Moment glaubst, wie eine bestimmte Person, auf die du zum Beispiel extrem wütend bist oder auf die du vielleicht gar nicht gut anzusprechen bist gerade oder vielleicht sogar tatsächlich deine Partnerin, dein Partner, aber es kann zum Beispiel auch sein, ja, ganz viele Leute gibt es, die Probleme mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter haben, kann es vielleicht sein, dass was auch immer da gerade stattfindet in der Beziehungsdynamik, einfach eine Projektion deinerseits ist, auf entweder eine Idealvorstellung, wie es sein könnte oder wie die Person besser sein könnte und oder dass du dir wirklich die krassesten Horrorszenarien ausmalst, die aber mit der Realität und dem, wie diese Person tatsächlich denkt und fühlt, gar nicht so ist. Oder dass diese Person, sei es vielleicht dein Partner oder irgendjemanden, den du gerade kennenlernst, irgendwas in dir triggert oder getriggert hat, sodass du glaubst, dass diejenige Person zum Beispiel dich doch gar nicht so sehr mag oder dich doch gar nicht so sehr liebt, aber das eigentlich gar nicht in der Realität gar nicht wirklich so ist, sondern nur weil zum Beispiel jetzt die Person, um die es dir geht, dich gerade ghostet und nur weil du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hast, dass Ghosting automatisch bedeutet, dass du nicht geliebt wirst, dass das jetzt auch bei speziell dieser Person so sein muss. Oder könnte es vielleicht sein... Es kann auch jetzt sein, dass er sein Handy verloren hat und deswegen sich nicht meldet. Genau, oder dass die Person einfach gerade extremen Stress hat oder mit der Bewältigung von extremen Herausforderungen vor Ort beschäftigt ist oder einfach gerade andere Sachen Priorität haben. Und ich kenne dann ganz, ganz viele Leute, die dann gleich sofort sagen, aber wenn ich nicht die oberste Priorität bin, dann streiche ich diese andere Person am liebsten gleich sofort aus meinem Leben. Ja, okay, alles klar, aber dann war es auch von deiner Seite aus nicht echte Liebe. Nee. Guter Punkt. Spannend, spannend. Also da hast du schon einige tolle Geschichten auch schon erlebt und miterlebt. An Lebenserfahrungen bist du vermutlich bei mehrere tausend Jahren. Cool aus, ja. Weil du hast ja einige Geschichten erlebt, gerade bei diesen Hot Seats. Sehr, sehr spannend. Also nicht nur die Geschichten von den einzelnen Personen zu hören, sondern auch die Ratschläge. So quasi, okay, daran hätte ich gar nicht gedacht. Oder okay, krass, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen eigentlich überhaupt. Ja. Aus dieser Perspektive habe ich das ja gar nicht gesehen. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, ich kenne das eigentlich, oder ich habe das gelernt, das ist eine von vielen Übungen, die ich auf einem Mastermind-Workshop in London gelernt habe, von einem Typ, der heißt Chris Ducker, so ein Engländer zum Thema Youpreneur. Und da haben wir das in einem ganz großen Saal, wo 800 Leute anwesend waren, gemacht, ja, und dann jeweils am Tisch irgendwie 8 Leute gehabt. Und dann halt im Business-Kontext Hot Seats gemacht. Und ich meine, im Business-Kontext bringt es einem finanziell was oder vor allen Dingen auch da einfach nochmal ganz andere Ansätze zu hören von Leuten, die zum Beispiel in anderen Branchen arbeiten oder die vielleicht super viel mehr Erfahrung haben. Ja, also gerade auch Coaches oder Unternehmer, die Bock drauf haben, da in Ägypten mit dabei zu sein. Die bisherigen Teilnehmer, die sich bisher angemeldet haben, das sind wirklich echte krasse Tiere. Ja, beziehungsweise das sind Leute, die super erfolgreich sind, beruflich, ja, oder die sich krass was aufgebaut haben oder die super engagiert sind, wenn es um Fitness geht, ja, oder die teilweise super erfolgreiche Trader sind oder auch Coaches, oder ja, teilweise auch selbst Retreat-Leader, die selbst Workshops und Events organisieren, weil ich finde, es bringt auch einem selbst immer extrem viel, sich von anderen Retreats inspirieren zu lassen. Ja, also ich selbst gehe pro Jahr auf 2, 3, 4 verschiedene Retreats. 2, 3, 4. Die mich interessieren. Ja, aber unterschiedlich. Die dauern auch eine Woche, 2 Wochen unterschiedlich lang. Letztes Jahr zum Beispiel dann Peru. Ja,
Davor war ich in Mexiko, oder generell die letzten 3 Jahre habe ich hauptsächlich in Mexiko und Panama gelebt. Und ich hatte für mich eine Phase in 2022, da bin ich fast jedes Wochenende oder fast jedes zweite Wochenende auf einen Retreat gegangen. Ja, oder Wirklich? auf bestimmte, auf diese heiligen Zeremonien da vor Ort. Ja, und immer auch zu einem anderen Thema oder da irgendwie mit mir dem Amazonas-Getränk und dann vielleicht ein anderes Mal mehr mit einem Pulver oder Saft von einem bestimmten Kaktus. Ne? Und auch immer wieder mit unterschiedlichen Schamanen oder unterschiedlichen Medicine Men and Women und auch immer wieder an unterschiedlichen Orten. Also zum Beispiel einmal mehr so ein bisschen auf dem Land, das so an Wald angegrenzt hat. Dann anderes Mal oder einmal irgendwie nachts, und dann ein anderes Mal mit dem gleichen Saft oder Getränk auf einem hohen Berg tagsüber, was nochmal eine ganz andere Erfahrung war. Ne? Also Retreat kann man rein theoretisch überall machen. Ja, klar, logisch. Okay, spannend. Kann man auch hier in Deutschland in jedem Garten machen. Also ich denke im Moment gerade drüber nach, vielleicht im August ganz spontan hier in Deutschland was zu machen, mit einer kleinen Gruppe irgendwie Airbnb zu mieten, kleines Cottage oder so, irgendwo in der schönen Natur, oder vielleicht irgendwie spontan auch nach Holland zu gehen. Du bist derzeit in Deutschland oder wo bist du jetzt derzeit? Ich bin jetzt tatsächlich nach mehr als 11 Jahren Weltreise seit fast 7 Monaten wieder voll hier in Deutschland gemeldet, zahle wieder voll in Deutschland meine Steuern und bin auch mindestens bis Ende des Jahres hier offiziell noch da und sage auch, aber auch ganz ehrlich, dass ich gerade im Moment für mich in dem Prozess bin, mich doch auch wieder abzunabeln. Ja, und zu gucken, ob ich nach Dubai gehe oder nach Thailand oder nach Costa Rica, weil so nach so einer langen Zeit außerhalb von Deutschland, und ich meine, ich bin in den vergangenen Jahren immer wieder irgendwie für so ein paar Wochen oder für einen Monat oder 2 nach Europa gekommen. Sprichst auch noch sehr gut Deutsch, muss ich sagen. Spreche auch immer noch sehr gut Deutsch. Ja, weil mein großer Bruder zum Beispiel, der wohnt in Australien. Oh, wow. Und bei ihm merke ich das schon, dass er jetzt nicht mehr so flüssig Deutsch spricht, ja. Ja, also man merkt vielleicht auch an meiner Sprache, dass mir fallen oftmals Worte schneller in Englisch ein als in Deutsch. Ne? Ich muss dann irgendwie wieder oder habe dann erst das englische Wort im Kopf und muss das dann wieder auf Deutsch zurück übersetzen. Und du weißt, ich habe 2 Jahre in England gelebt. Die meisten Amerikaner sagen mir immer, ich wäre Engländer. Ja, und die meisten Engländer sagen oder glauben oftmals, ich wäre Franzose. Ach, hast du auch den Akzent wirklich so gut drauf, oder was? Das hört man ja sofort aus. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin, irgendwo in Spanien oder Italien, und ich höre jemanden Deutsch sprechen und es ist ein Deutscher, ich höre das sofort raus, dass es ein Deutscher ist. So. Wenn es ein Italiener ist, höre ich das sofort raus. Araber sofort. So. Russe sofort. Das hörst du ja sofort raus. So. Aber dass man es bei dir jetzt nicht raushört, dass du jetzt nicht... Also klar, man hört, wenn man genau hinhört, dann sagen die meisten schon irgendwann, okay, du bist Deutscher. Ja, oder sie sagen, ja, ich kann es nicht richtig zuordnen. Eine Mischung. So. Irgendwie so europäisch, aber was ist es jetzt genau? Ja. Aber klar, die Engländer, die haben ihren speziellen britischen Akzent. Also speziell so dieser Londoner Akzent, dieser Water Bottle, das Tee nicht auszusprechen. Water Bottle. Ja, jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgeschweift, nochmal zum Thema Retreat. Du bist jetzt hier in Deutschland, hast vor, vielleicht hier was zu machen. Wenn du was machst, wie werde ich darauf aufmerksam? Wir haben einen neuen Selbsttest entwickelt, für Leute, die prinzipiell sagen, hey, Retreat klingt interessant, aber ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Und wenn ja, dann wann, wo und welches? Weil das Größere, was ich jetzt im Moment geplant habe, ist Ende September in Ägypten. Also ein Selbsttest quasi. Genau, man kann einen Selbsttest machen über WhatsApp. Können wir hier mit Sicherheit auch irgendwo verlinken. Und da muss man einmal das Formular ausfüllen, kriegt dann per WhatsApp ein paar Fragen zugeschickt. Kostenlos. Komplett kostenlos. Kriegt ein paar Fragen zugeschickt und basierend auf deinen Antworten können wir dann eben sagen, okay, da wird es vielleicht Sinn machen, oder generell erstmal überhaupt, kommt sowas für dich in Frage, und oder bist du überhaupt geeignet dafür? Weil bei manchen macht es ja gar keinen Sinn. Genau, und wir schauen uns schon sehr genau an, wer sich bei uns meldet. Und wer passt auch rein? Weil es gibt manchmal Leute, da passt es einfach nicht, und eine Gruppe sollte schon immer harmonisch zueinander passen. Und den kann man dann ausfüllen oder den kann man dann machen, und basierend darauf lernen wir uns dann erstmal kennen. Und schauen erstmal, okay,
ja, was ist dein Thema, worum geht es dir wirklich und dann eben zu gucken, finden wir zusammen oder nicht. Okay. Ja, ganz klar und eindeutig. Also wenn ich jetzt den Selbsttest machen würde, dann würdest du dann eine Benachrichtigung bekommen, dass ich den Test gemacht habe. Dann meldest du dich bei mir oder ich melde mich bei dir und ich muss auch nicht gleich bei dem Termin auch irgendwas unterschreiben oder so. Nein, um Gottes Willen. Also es geht erstmal darum, generell so ein bisschen für sich halt rauszufinden und zu gucken, hey, wo stehe ich gerade? Ja, was sind meine Ziele? Wo komme ich gerade vielleicht nicht weiter im Leben? Und hätte ich Spaß daran zu reisen? Ja, wenn ja, wohin? Wenn ja, in welcher Zeit des Jahres? Hast du prinzipiell Bock drauf? Ne? Und dadurch, dass wir jetzt inzwischen mehrere Events und mehrere Retreats und Mastermind-Treffen teilweise auch für Unternehmer oder nochmal auch in anderen Themenbereichen organisieren, können wir dann eben wirklich ganz speziell sagen, okay, wenn das dein Thema ist, dann, wenn du da und da Zeit hast und du da und da drauf Bock hättest, mitzukommen, da hätten wir tatsächlich noch Plätze frei. Weil wir müssen halt tatsächlich auch gucken, ja, ob Ihr noch müsst Plätze frei sind, organisieren, ja, klar. weil aktuell, wir gehen davon aus, Ägypten ist wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen ausgebucht. Da muss man sich schon ein bisschen sputen. Ja. Ja, also so ein Retreat, da sind jetzt auch keine tausende Leute dabei, so wie du gesagt hast, das sind ja mehr als Genau, eine das Handvoll Gruppe so und wenn jetzt hier Genau. eine kleine Werbung oder mal ein Video von dir mal aufpoppt, so ich habe jetzt ein paar Plätze frei, die werden auch dann relativ schnell voll sein, ja, weil Genau, also man sollte da schon schnell klicken und das schnell ausfüllen und sich zackig melden und ja, wenn man sich Termine oder wenn wir dann Termine vereinbaren, dann dazu auch erscheinen, ja, weil ansonsten sind die Plätze halt weg. Ja, also wir machen wirklich keine Massenevents, davon bin ich überhaupt kein Freund, irgendwie so Events, wo so irgendwie 100, 200 oder auch schon nur 50 oder 100, 200, 300 Leute mit dabei sind. gar nicht mehr Ja. persönlich und so. Das ist komplett unpersönlich. Ja, sind meistens eher einfach nur Pitchfeste für irgendwie dann die nächst intensiveren Seminare und Workshops. Sondern ich bin ein Freund von kleinen Gruppen und davon, dass ja, es übersichtlich und einfach familiär bleibt. Ja, und wirklich auch eine coole Gruppe entstehen kann. Und ja, Wie sieht's denn aus bezüglich Essen? Also wenn ich jetzt hier bei dir das jetzt buche, die Reise, kümmerst du dich auch ums Essen? ja, Oder? Verpflegung ist komplett mit drin. Also nochmal, Komplett. du kommst am Flughafen an und sobald du durch die Immigration durch bist, musst du dich um nichts mehr kümmern. Du kannst komplett abschalten. Wir holen dich vom Flughafen ab. Wir haben alle Hotels und Resorts und oder in einigen Fällen Airbnbs organisiert. Ja, wir haben entweder Köche vor Ort und oder Verpflegung, Essen ist alles komplett mit drin. Es sei denn, wenn du natürlich auf eigene Faust auf lokale Märkte gehen möchtest oder selbst irgendwie kulinarisch irgendwas austesten möchtest, was außerhalb von unserem Programm ist, dann kannst du das auch machen. Ne? Wobei es natürlich für die Gruppe schöner ist, wenn du da bei unseren Abendessen mit dabei bist. Und das ist für alles gesorgt. Du brauchst ja um nichts irgendwelche Gedanken machen. Kannst wirklich buchen, kommen, Und genießen. abschalten, dein Leben krass inspirieren lassen und wirklich transformieren. Ja, und kommst nach Hause und hast eine ganz neue Ausstrahlung, einen ganz neuen Vibe und Energie und ja, Jetzt bin ich schon ziemlich spitz geworden drauf. Ich war noch nie auf eines, bin ich ganz ehrlich. Ein Freund von mir, der macht das selbst seit ein paar Jahren. Ich wollte tatsächlich letztes Jahr, aber dann ging es doch nicht. Kam leider etwas sehr Dringliches dazwischen. Aber ich habe das Thema nie wirklich noch abgehackt. Ja, spannend. von dem her. Es wäre auf jeden Fall mal sehr spannend zu erleben, Ja, kannst gerne mitkommen. weil, wie gesagt, die allerwenigsten Menschen, glaube ich, nehmen sich wirklich Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, Man hat irgendwo in sich bestimmt irgendwelche Sachen, die man noch nicht wirklich gelöst hat aus der Vergangenheit. genau, also gerade dann, erstens, wenn es darum geht, Blockaden zu lösen oder man Sich das selbst Gefühl zu hat, finden, hey, vielleicht auch ein bisschen. ich brauche nochmal eine neue Vision irgendwie oder will meine Mission nochmal irgendwie klarer rausarbeiten oder will auf eine Art, das war zum Beispiel mein Thema in Peru von einem halben Jahr, so ein bisschen auf eine Art Vision Quest zu gehen und ich wusste halt, okay, meine vorherige 3-jährige Beziehung war zu Ende, ja, oder war dabei wirklich final zu Ende zu gehen
Und für mich dann einfach nochmal ganz neu rauszufinden, okay, ich habe die letzten Jahre vor allen Dingen das gemacht und mein Leben sah so auf eine bestimmte Art und Weise aus. Und ja, halt wirklich ganz, ganz krass mich selbst zu hinterfragen. Ne? Und ich bin halt ein ganz, ganz großer Freund davon, sein Ego oder sein Ich und sein Ego, was man sich selbst aufgebaut hat, ja, so dieses ganze, wer bin ich, wo komme ich her, was ist meine Geschichte, wofür stehe ich, was sind meine Werte, Jede einzelne was mache ich Frage eigentlich? ist schon sehr, sehr gewaltig. Wer bin Genau. ich? So. Das immer wieder zu hinterfragen. Ja, Ne? ja, ja. Und sich immer wieder neu selbst zu entdecken, sich selbst neu kennenzulernen und ja, zu sich selbst zu finden. Ne? Und plötzlich schaut man sich in den Spiegel und denkt sich, wer ist dieser Mensch eigentlich? So, wen habe ich mein ganzes Leben lang ins Gesicht gesehen? So. Also, du hast es auch bestimmt erlebt, manche Menschen, die haben von heute auf morgen einfach so eine Glatze. Ja, So. Also, weil sie irgendwo eine Unzufriedenheit in sich selbst haben und auch irgendwo eine radikale Veränderung suchen. ja, Ja, das habe ich aus einer Reportage mitgenommen, dass manche Leute dann auf die Idee kommen, plötzlich jetzt hier sich die Haare zu schneiden. Die brauchen eine radikale Veränderung. ja, Ich glaube, bevor ich mir das nächste Mal radikal die Haare schneide, nein, Spaß. Probier es mal mit einem Retreat, denn die Blockaden, die ich habe, die sind ja nicht ohne Grund da. Ja. Manches aus der Vergangenheit, manches vielleicht aus Sachen, die ich mir selber einfach einrede. Oft ist es ja so, dass ein Problem da ist, aber ich mache daraus ein Riesentheater. Oder das Thema, was du vorhin genannt hast. Und wenn wir beim Thema Beziehung sind, ich sage jetzt zum Beispiel meiner Freundin XY und ich denke an XY, bei ihr kommt ABC an. Komplett was anderes. Ich denke, das ist auch der Fall. ja, ich denke an XY, warum versteht sie nicht XY? Und sie Ja. sagt, ja, aber ABC. So, und da kommen dann diese Reibungen und diese Reibungen, so wie du vorhin gesagt hast, gehen auch sehr stark dann irgendwann auf die Psyche und die Psyche wiederum dann auf den Körper. Manche Leute bekommen Knieschmerzen, manche bekommen Rückenschmerzen, manche bekommen Migräne. Ja, also sehr, sehr spannendes Thema, was eigentlich der Kopf und die Gedanken alles so auslösen können in den Körper alleine schon. Ja. An Krankheiten, an Symptome plötzlich, die vorher gar nicht da waren. Sehr spannend. 100%. Ja. Und wie kommst du da damit klar, wenn jetzt manche Personen sagen, ich habe jetzt eine Blockade, die möchte ich unbedingt aufheben, aber ich weiß jetzt nicht, ob ein Retreat für mich das Richtige ist. Lass es uns rausfinden. Ja. Klar, es gibt immer auch andere Wege und ich halte niemanden davon ab, zum Therapeuten oder Psychologen zu gehen, wenn dir das mehr Spaß macht, 10 Jahre Psychotherapie zu machen, und einfach nur deine Lebensgeschichte zu erzählen, während der Therapeut alles mitschreibt und dir irgendwelche Fragen stellt. Ich bin halt jemand, der sehr pragmatisch und praxisorientiert ist und mich hat immer interessiert, auch bis heute immer noch, was funktioniert wirklich ganz praktisch? Was kannst du jetzt sofort machen, um diese Blockade zu lösen? Mit welcher Technik, mit welcher Methode oder was ist für dich genau das Richtige, um das Thema anzugehen? Ja. Ja, aber wenn du glaubst, hey, es tut dir besser, irgendwie zu anderen Leuten zu gehen oder was anderes zu machen, dann mach das. Ja. Ja, oder wenn du schon andere Coaches hast, die dich begleiten, hey, ich bin der Letzte, der dich davon abhält, mit die Sachen weiterzumachen, aber ich bin jemand, der sowieso auch generell gar nicht so ein krasses Konkurrenzdenken hat, sondern ich meine, weißt du, wenn es ums Thema Business geht, auch in anderen Lebensbereichen, ich habe da nicht den einen Guru oder den einen Experten, der der Einzige ist, von dem ich kaufe, oder zu dessen Workshops und Seminaren ich gehe, sondern ich lasse mich gerne von verschiedenen Seiten inspirieren, und höre mir immer verschiedene Perspektiven Hast du an auch von schon- Leuten, die aus ganz anderen Lebenslagen oder Bereichen manchmal kommen. Du hast auch schon die unterschiedlichsten Sachen auch schon durchgemacht. Ja. Allein, was ich so gehört habe, du warst in Panama, in Mexiko, in Ägypten und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja
Hast ja schon sehr viele unterschiedliche Ideologien auch dir schon Ja. nicht angeeignet, aber mal so durchleuchtet ein bisschen und dann das, was für dich schön war, mitgenommen, was Ja. nicht, kann man liegen lassen. Genau. Alles fein. Warum ich auch vorhin so ausgeholt habe, viele Menschen behandeln ja nur das Problem. Du gehst da ein bisschen mehr tiefer ins Detail und gehst auf die Ursache zurück. Indem du einfach mal hinterfragst, ja, aber woher kommt das Ganze eigentlich überhaupt? Genau. Und das macht das Ganze für mich persönlich sehr spannend, muss ich sagen. Ja? Also oft hat man eine Blockade, aber man weiß ja gar nicht, woher sie herkommt. Vielleicht ist es aus der Kindheit, wo man 10 Jahre alt war, oder vielleicht ist es erst seit kurzem da. Ja. Oder mal als Beispiel, ja, was die letzten 10 Jahre so die oberflächlichen Blockaden waren oder auch immer noch sind, wegen denen Leute zu mir kommen, ist irgendwie, weil sie eine Schreibblockade haben, wenn es darum geht, irgendwie die nächste Nachricht zu formulieren an der Person, an der sie interessiert sind oder in die sie gerade verliebt sind. Ja, oder vielleicht auch in einer Beziehung sind und da gerade irgendwie feststecken. Die meisten Leute glauben, dass das, was sie sich wünschen oder wollen, einfach schnelle Lösungen sind, wie was ist jetzt die nächste Nachricht, die ich schreiben kann. Aber es ist halt viel, viel wichtiger, auch da eben dahinter zu gucken und zu verstehen und zu ergründen, okay, woran liegt das denn, dass du dir da gerade so krass im Weg stehst? Ganz, ganz oft sind es einfach Verlustängste, dass man glaubt irgendwie, oder dass viele Leute glauben, dass sie mit der nächsten Nachricht irgendwie einen ganz großen Fehler machen und dann plötzlich nicht mehr geliebt werden oder die Person irgendwie abhaut oder noch mehr ghostet oder überhaupt ghostet. Dann bekommt man so diese eigenen Filme, gell? Ja. Und beim Gegenüber ist eigentlich gar nichts. Genau. Okay, ist halt so, ja. Ja, manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld und oder halt auch wirklich ein bisschen Quäntchen Glück und die richtige Hand beim Schreiben, um genau die richtigen Worte zu finden für genau die passende Situation. Und da bin ich inzwischen relativ gut drin. Ja. Naja, also dafür bezahlen mich Leute ja auch, wenn es irgendwie um Coaching geht. Ne? Hast du da ein Kernthema, wo du sagst, da werde ich drauf am meisten angesprochen? Also sind es jetzt Blockaden, sind es Ängste, sind es Menschen, die verletzt worden sind aufgrund von Liebe oder wie auch immer? Hast du da Ich sag dir ganz ehrlich, also es war die letzten 11 Jahre eigentlich zu ganz großen Teilen Leute, die einfach akute Trennung durchlaufen haben. Hast du gesagt, ja, genau. Aber das hat sich inzwischen mehr geschiftet und gewandelt hin zu Leuten, denen es darum geht, Verlustängste aufzulösen oder die ganz krasse Verlustängste haben, ja, die wirklich echt durchdrehen, weil sie extreme Angst davor haben, und ihr Partner kann ihnen teilweise noch so viel emotionale Sicherheit geben. Sie haben immer noch Angst, aber nee, ich fühle mich immer noch so unsicher in der Beziehung oder mit dem, was er da schon wieder gesagt hat, dass er da schon wieder irgendwie übermorgen abhauen könnte. Hast du da mehr Männer oder mehr Frauen? Aktuell mehr Frauen. Okay. Also letztes Jahr war es so 50-50 und ich habe auch im Moment, ich glaube, noch so 2, 3, 4 Männer, die ich betreue, aber aktuell überwiegend tatsächlich eher Frauen. Die Männer, die müssen sich auch mal erst das trauen, oder? Ja. Liegt es auch daran vielleicht, ja, dass sie sich oft gar nicht trauen, über ihre Gefühle zu sprechen, weil es ja nicht männlich ist oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, es ist unterschiedlich. Also ich meine, klar, wenn der Leidensdruck extrem hoch ist und man halt unbedingt seine Trennung rückgängig machen will, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Aber es ist schon so, würde ich sagen, dass Frauen natürlich intuitiver wissen, und da auch einen gewissen Wert drin sehen, wie wichtig es ist, an seiner Beziehung zu arbeiten. Ja, oder an seiner eigenen Kommunikation zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst oder seine aktuelle bisherige Strategie vielleicht einfach mal so ein bisschen ziemlich krass zu hinterfragen. Ja, oder sich einfach nochmal alternative Meinungen anzuhören, vor allen Dingen eben neutrale Meinungen anzuhören das Problem bei den meisten ist halt einfach, dass wenn es jetzt um Beziehungsdynamiken geht, dass die beste Freundin, die stimmt einem meistens einfach in allem zu. Das gesamte Umfeld, dem hat man vorgenörgelt, wie schlimm alles ist. Und die fragen sich wahrscheinlich, warum bist du noch mit der Person zusammen oder warum hängst du denn dem oder der immer noch hinterher? Bei besten männlichen Freunden, sage ich euch ganz ehrlich, Mädels, solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, ob die wirklich dein Bestes für deine aktuelle Beziehung im Sinn haben oder ob die nicht eigentlich eine versteckte Agenda haben und eigentlich in dich verliebt sind und dich wollen.
Deswegen kann es eben durchaus Sinn machen, in solchen Fällen eben tatsächlich einen Coach aufzusuchen oder jemanden aufzusuchen und jemanden zu fragen, der einfach ein bisschen eine neutralere Sicht hat, der jetzt nicht irgendwie daran interessiert ist. Auch vielleicht jetzt nicht die beste Freundin, die vielleicht nur das sagt, was du hören möchtest. Genau, naja, jemand, der dir nicht nur Ja und Amen sagt, sondern jemand, der dir vielleicht auch ein bisschen Kontra geben kann. Nee, also das muss ich schon fast wieder zurücknehmen. Beste Freunde sind ja die Freunde, die einem auch eigentlich sagen, Ja. was du nicht hören möchtest. Logisch. Aber oft hat man doch auch Angst. Es gibt da tatsächlich auch Freunde, die das einfach nicht sagen wollen, weil sie wissen, Ja. das verletzt dich einfach. Ja. Aber wenn du es von einer neutralen Person hörst, du gehst ja mit der Erwartung, dass die Person auch Schmerzpunkte hier behandelt bei dir. Ja. Ja. Das wollte ich nur noch kurz ergänzen, ja, weil nicht, dass ich das stehen lasse und dann plötzlich 100 Kommentare, hey, wie kannst du bloß? Ja, so. Ja. Sorry, Ja. wo waren wir stehen geblieben? Also, ja, genau, dass meist Personen dabei sind, die, also die meisten, die auf dich zukommen, sind doch Frauen, weil Männer damit jetzt nicht so gut vielleicht jetzt umgehen können, mit ihren Gefühlen ein bisschen offener zu sprechen und so weiter. Ich glaube, das hat sich schon in den letzten 10, 20 Jahren gewandelt. Ja, und es gibt auch sehr, sehr viele Männer, die sehr offen sind für Retreats und für Persönlichkeitsentwicklung und für Meditation und auch für spirituelle Themen. Aber zumindest das Feedback, was ich bekomme oder die Resonanz, die ich halt sehe, ist, dass sich ja tendenziell und prozentual halt einfach, zumindest bei mir, mehr Frauen melden. Ja, woran auch immer das liegt, keine Ahnung. Ja, aber trotzdem halte ich unsere Retreats oder die Retreats, die wir aktuell organisieren, für beide Geschlechter offen. Ja, also die sind jetzt aktuell nicht nur für Frauen oder nur für Männer. Also ich sehe das auch ganz oft, gerade speziell im Bereich für Frauen, dass es da Retreats gibt, irgendwie nur für die Sisterhood und nur Women's Circle. Aber vielleicht würde es dir auch mal ganz gut tun, mit Männern zu sprechen. Ja? Oder auch den sexy männlichen Part zu hören. Ja? Zu deiner Situation. Oder zu dem, wo du aktuell stehst oder wo du gerne hin möchtest. Und ich meine, bei Frauen weißt du, dass die vielleicht tendenziell ein bisschen ähnliche Gedanken oder Gedankenkreisläufe haben wie dich. Und das ist cool, ja, eine Sisterhood zu haben. Ja, nichtsdestotrotz kann auch eine gehörige Portion männliche, sexy Energy dir vielleicht einfach mal ganz gut tun und dann ein bisschen mehr Klarheit und Struktur reinbringen in das Chaos an Ideen, Visionen und Gedanken, was du vielleicht im Moment hast. Und vielleicht auch einen anderen eine Idee. Blickwinkel auf das Ganze. Ja, genau. Ja, auch spannend. Ja, auf jeden Fall, Jonas, ziemlich cool. Danke auf jeden Fall für die ganzen Einsichten. Ich habe noch eine allerletzte Frage, die wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang stellen, aber ich wollte die jetzt nicht schon gleich raushauen. Was kostet denn ein Retreat bei dir? Unterschiedlich, nehme ich mal an. Das kommt wirklich ganz aufs Retreat an, ja, und ist auch sehr individuell und auf Englisch würde ich sagen customizable, weil je nach Retreats gibt es halt verschiedene Optionen manchmal. Ja, ob man zum Beispiel lieber in einem Doppelzimmer sich ein bisschen am Preis spart und dafür mit einem anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin sich das Zimmer teilt, oder ob man auf ein Einzelzimmer besteht, ja, oder an einigen Orten ist es so, dass bestimmte Zimmer vielleicht eine schönere Sicht aufs Meer haben. Preise sind immer sehr individuell, aber sind für uns halt so kalkuliert, dass wir eben ein bisschen Puffer haben, ja, das für den Fall, dass vor Ort irgendwas passiert und wir zusätzliche Ausgaben haben oder es irgendwo doch nicht so toll ist, wie es uns erzählt wurde, dass wir dann eben sofort einspringen können und stattdessen halt eine andere Location suchen oder vielleicht noch zusätzlich Sachen machen können und da einfach ein bisschen Flexibilität haben. Okay. Ja. Auch natürlich von der Dauer, keine Frage. Ja. Ein Retreat dauert vielleicht so ein Wochenende vielleicht auch mal und eines Genau. dauert eine Woche, eines dauert 3 Wochen. Hast du da ungefähr, zum Beispiel als der nächste Retreat ist in Ägypten, hast du gesagt, was kostet die Ägypten-Retreat-Reise? Ägypten liegt im Moment in der Early Bird Phase bei 3.500 Euro. Der Preis wird aber hochgehen auf 4.444 Euro, relativ bald. Wann genau, das siehst du dann auf den Seiten eingeblendet. Da muss man sich schon ein bisschen sputen, wenn man da gehörig was sparen möchte.
Und bei den anderen Retreats ist es so, dass das, was wir bisher geplant haben, es kommt immer ganz drauf an, wo und wie lange. Teilweise je nach Retreat kann man das auch mit selbst entscheiden, ob man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte gerne irgendwie, wenn wir jetzt zum Beispiel in Bali irgendwas organisieren für 2 Wochen, dass man sagt, hey, eine Woche reicht mir. Ja. Das heißt, die Person kommt jetzt nur für eine Woche und 2 Personen entscheiden sich, dass sie nur eine Woche, dann kommt der in diese Woche, der andere kommt in Genau. Okay. Genau, ja, dass auch so ein bisschen Dynamik in der Gruppe vielleicht mit dazu kommt. Ja, oder einige Leute halt sagen, ja, okay, ich krieg gar nicht länger Urlaub oder ich habe meinen Urlaub schon aufgebraucht. Naja, oder, also klar, ich meine, Unternehmer können immer selbst rein oder Unternehmer, Selbstständige oder Leute, die irgendwie Krypto-Trading machen, komplett oder fast unabhängig vom System sind, ja, nur noch von ihren Profiten leben, die können das frei entscheiden, aber ja, wir haben halt aus allen möglichen Gesellschaftsschichten Leuten immer mit dabei. Halt natürlich schon Leute, die sich das auch leisten können. Ja, das ist ganz klar. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin in den letzten Jahren auch teilweise ein bisschen selbst auf die Nase gefallen, wo ich Retreats oder Workshops organisiert habe, die dann zu günstig waren, ja, weil ich habe ein extrem großes Herz, ja, und ich will es immer so vielen Leuten ermöglichen, wie es geht, irgendwo dran teilzunehmen. Und wo ich dann am Ende wirklich, ja, mich selbst krass verschuldet habe, oder wirklich krass draufgezahlt habe, weil der Preis einfach zu niedrig war. Ja. Und bei den Sachen, die wir jetzt, oder bei den Events, die wir jetzt organisieren, ist eben wirklich alles komplett all-inclusive. Aber ja, dementsprechend auch ein Preis, der aus meiner Sicht sehr fair ist, und der den Wert des Retreats zu 100% widerspiegelt, wenn nicht sogar für die Erfahrung, die man mitnimmt und für die neuen Connections und die Inspiration, die man bekommt, eigentlich das Doppelt- und Dreifache wert ist. Und ich weiß, dass im Business-Kontext Leute für ähnliche Masterminds teilweise 10, 20, 30.000 Euro oder Dollar nehmen. Ich habe selbst an Masterminds in den USA teilgenommen zum Thema Marketing, ja, die 60.000 Dollar im Jahr gekostet haben, wo dann ein Wochenende 20.000 gekostet hat. Ja, und ich weiß von daher, welchen Standard auch solche Events haben oder was man da erwarten kann. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Preissegment von Pi mal Daumen im guten vierstelligen Bereich, ja, was sich die allermeisten Leute schon leisten. Vor allen Dingen diejenigen Leute, die wirklich Bock drauf haben, ja, und die irgendwie das Gefühl haben, yo, das ist genau mein Vibe, das ist genau mein Ding, das ist genau jetzt die richtige Zeit, die sich das auf jeden Fall leisten können sollten. Ja, ja. Vor allem, es gibt ja auch die Möglichkeit bei dir, angenommen, ich bin jetzt nicht in einer sehr guten Situation, habe ich auch die Möglichkeit, das auf Raten zu zahlen? Ja, 100%. Also wir bieten immer Klarna oder PayPal, diese jetzt kaufen, später zahlen Funktion an. Ah, hast du das Ja. noch? Ja. Das heißt, man kann entweder die Zahlung halt Stunden auf 30 Tage, ja, oder man kann sich's aufteilen auf 2 Raten, auf 3 Raten, auf, ich glaube, teilweise bis zu 24 Raten, teilweise, ich glaube, sogar bis zu 36 Raten in einigen Fällen. Also es kommt immer ganz drauf an. Aber Ja, super, dass du es ja, anbietest, ja. also jeder, der es unbedingt machen möchte, findet eigentlich immer einen Weg, es auch wirklich zu machen. Immer. Also am Preis scheitert es eigentlich nie. Okay. Sondern Das heißt, wenn man mehr will, am Wille. Scheitert ist nur immer der am Wille. Ja, willst du es wirklich? Hast du das Gefühl, es passt zwischen uns? Hast du wirklich Bock drauf? Ist es wirklich ein Land, was dich interessiert? Ja, ist es wirklich kulturell und auch spirituell genau das, wo du jetzt im Moment genau hier und jetzt das Gefühl hast, oder so eine ganz starke Intuition hast, so ein ganz starkes Bauchgefühl, was dir sagt, ja, das ist genau das, was jetzt für mich der nächste richtige Schritt ist. Ja, dann melde dich an, füll das Formular aus, oder mach den Selbsttest, melde dich bei uns, lass uns miteinander sprechen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Selbsttest. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt bei mir. Ja, Richtig cool. und dann mach's. Ja. Ja. Und nach dem Selbsttest, wie geht's weiter? Also der Selbsttest läuft über WhatsApp und wir finden dann halt erstmal raus, ob es prinzipiell passt. Ja, und ob du prinzipiell mit den Themen, die du mitbringst, und Da habe ich direkten Kontakt zu dir da oder? hast du dann direkten Kontakt zu unserem Team und auch zu mir. Okay. Ja. Ja, gut zu wissen. Dann bin ich mal sehr gespannt,
wie dein Retreat laufen wird, falls wir uns bis dahin nicht sehen. Oder vielleicht komme ich sogar auch mit. Schauen wir mal, ja. Muss ich mal mit meiner Freundin abklären. Aber sehr, sehr spannend. Danke dir auf jeden Fall für die Einsichten. Ja, ich hat mich gefreut. heute mal die absolut basic Fragen gestellt, weil wie gesagt, ich habe von dem Thema jetzt nicht allzu viel Ahnung, so wie du. Du bist ja seit über einem Jahrzehnt in diesem Thema sehr tief drinnen. Darum hast du auch dir den Expertenstatus auch verdient. Wohl verdient. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, ich freue mich auch. Bis dann.